Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Themen, die ich für euch frisch gepresst habe. Ach ja, mein Name ist übrigens Lars Korsten, falls ich das vergessen habe. Ist das neue EES-System für den European Entry, wie auch immer das heißt, was für Chaos an Flughäfen sorgt. Auch wenn wir nicht bei dem EES mitmachen müssen, weil wir ja deutsche Staatsbürger sind oder Schengen-Bürger sind. Es hat Auswirkungen auf uns. Dann ITA möchte wieder nach Venezuela fliegen. Dann Rekord bei den Beschwerden, das ist auch interessant. Dann Payback, also Beschwerden bei der Schlichtungsstelle. Ne? Dann Payback Miles & More, da gibt es einen Bonus, 10%, also jetzt nicht ganz so aufregend, wie wir es vorher mal gekannt haben, aber trotzdem besser als nichts. Und Miles & More verkauft wieder Meilen mit einem 50% Bonus, also da nochmal drauf achten. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch natürlich wieder aufs Gut zu kommen und dort ganz klar eure Kommentare zu schreiben und auch zu diskutieren. Das erste Thema ist das EU-Grenzsystem, und zwar ist das EU-Entry- und Exit-System, so heißt es. Und das führt an Flughäfen zu massiven Verspätungen. Einige Länder haben es ja sogar ausgestellt. Ich glaube Italien, Griechenland, die haben gesagt, wir stellen das einmal kurz aus. Heißt, weil Länder, die nicht in der Schengen-Raum sind, müssen, oder Reisende aus den Ländern müssen biometrische Daten erfassen lassen und mit teils extremen Wartezeiten rechnen. Wartezeiten bis zu 2 Stunden. Einführung ist ja seit Oktober 2025 Pflicht, ist Fingerabdruck, Foto bei Ein- und Ausreise. Betroffen sind natürlich Drittstaatenreisen, aber das Grundproblem bleibt und ist dasselbe: keine digitale Vorabregistrierung, zeitintensive Erstregistrierung. App ist vorhanden, aber leider nur in Schweden und in Portugal aktiv. Jetzt sagt ihr natürlich, wieso belästigt es uns? Und es belästigt uns in der Form, weil natürlich die Schlangen teilweise so lang sind. In Frankfurt ist mir das aufgefallen, als ich aus New York gekommen bin. Einmal musste ich da kilometerweit landen, dann gab es diese Free Registration Booths, aber dann waren die Schlangen so lang. Und ich hatte Glück, bei mir ging mein Portal, also dass ich einen Pass auflege und dann durch. Aber wenn das ausfällt oder wenn das nicht aktiviert ist, an ist oder wie auch immer, dann musst du dich auch anstellen bei den anderen und dann stehst du da auch 2 Stunden und hast da keinen Spaß oder du kommst gar nicht an die E-Gates ran. Das ist halt das Dilemma, was wir da haben. Und Aletta von Massenbach, die ist ja Veranstaltungsleiterin nicht nur in Berlin, sondern auch von der ADV, das ist für die Flughäfen, unzumutbare lange Wartezeiten. Und die Frage ist halt, ob das wirklich Sicherheit ist, ob das Effizienz ist und warum es keine vorab verpflichtende Digitalisierung gibt. Und Fazit ist natürlich, das ist wieder eine ganz klar EU-Scheiß-Implementierung, muss man halt wirklich so sagen, mit direkten Auswirkungen auf den Flugverkehr, mit direkten Auswirkungen auf uns Passagiere. Wir haben darunter zu leiden, weil wieder irgendwelche Leute irgendwelche Dinge gemacht haben, die anscheinend davon nicht betroffen sind, weil wir alle wissen, Politiker brauchen da nicht durchgehen, weil sie haben den Diplomatenkanal. Ja, würdet ihr längere Wartezeiten für mehr Sicherheit akzeptieren und bringt es wirklich mehr Sicherheit? Dann haben wir Beschwerdenrekord beim Flugverkehr. Das ist unser zweites Thema. Die Schlichtungsstelle verzeichnet einen historischen Rekord an Beschwerden, vor allem im Flugverkehr. Und zwar in diesem Halbjahr sind 29.400 Beschwerden im Halbjahr. 83% betreffen den Flugverkehr. Und Hauptgründe sind Wetterstreiks, Krieg an der Golfregion natürlich. Erfolgsquote ist über 80% Einigung, das ist schon mal okay. Treiber sind natürlich die KIs, also die künstlichen Intelligenzen, die machen die Awareness für solche Sachen natürlich ganz wichtig. Aber die Frage ist natürlich, warum ist die Bahn eigentlich gar nicht davon betroffen? Oder ist es so, dass die Bahn vielleicht die Kompensationen einfacher gibt als Fluggesellschaften? Das heißt also, dass die Bahn da wesentlich sich mehr ans geltende Gesetz hält, wenn man das mal so sagen möchte. Da könnt ihr natürlich so antworten, denn ich denke mal, dass es nicht nur mehr Probleme gibt, sondern auch mehr smarte Kunden mit der Zeit, die haben das verstanden. Nutzt ihr die Tools oder KI, um Entschädigung einzufordern? Das wäre mal interessant, was ihr dazu sagt. Dann geht es mit Lufthansa bzw. ITA zurück nach Caracas vielleicht, also Venezuela. Und Lufthansa will ITA Airways wieder nach Caracas fliegen, ein Markt mit Vergangenheit und Risiko. Denn die Strecke Rom-Caracas wurde ja bedient. Historisch ist ehemals eine profitable Strecke. Problem waren früher halt die Ticketgelder, die mal blockiert waren. Wir kennen das. Dann ist Lufthansa ja auch ausgestiegen 2016. Neu ist allerdings, dass die USA jetzt die Zahlungsflüsse überwacht. Und natürlich ist ITA ja auch ein Südamerika-Hub für die Lufthansa. Wenn jetzt die TAP dazu kommt, Carsten S. aus M meint ja, dass er da stark interessiert seid.
ist es natürlich so, dass es ein Risiko ist gegenüber einem High-Yield-Markt, weil halt Venezuela ein richtig geiler Markt ist für Tarife. Strategisch, Rom wird wichtiger als Hub. Und die Frage ist Venezuela wieder investierbar? Warum nutzt Lufthansa ITA statt eine eigene Marke? Kann man auch natürlich fragen. Und wird Rom zum neuen Südamerika-Gateway? Ist das vielleicht, weil das mit der TAP doch nicht klappt? Man weiß es nicht so genau. Es ist eine hohe Chance, aber extrem politisch abhängig. Also wer weiß, was da passiert. Würdet ihr aktuell nach Venezuela fliegen? Da bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Wer von euch bei Miles & More sammelt, kommt ja nicht drum rum, auch bei Payback zu sammeln. Heißt also, dort gibt es jetzt wieder Payback-Punkte, die man in Miles & More Punkte transferieren kann mit einem Bonus. Normal könnt ihr das immer, aber ihr solltet natürlich wie immer warten, bis es einen Bonus gibt. Jetzt gibt es 10%, Zeitraum ist bis zum 31. Juli, Minimum sind 4.000 Punkte, Maximum sind 75.000 Punkte, Transfer ist meist instant und ist natürlich für euch eine gute Gelegenheit, um da einen Top-Up zu machen, um die Meilen rüber zu bekommen. Die Frage ist aber, ob sich das lohnt beim Miles & More. Ich bin jetzt mit Polen geflogen, hatte ich ja gestern schon philosophiert drüber. Ja, war okay, aber bei Lufthansa sind die Gebühren halt wesentlich höher. Ja, oder ist es besser sammeln oder direkt Cashback? Da könnt ihr ja mal was zu schreiben. Ich denke mal, dass es eine solide Promo ist, aber nur sinnvoll bei konkreter Nutzung für die Meilen und Punkte, die ihr habt. Also ein Use Case, den ihr dazu braucht. Und wer von euch sammelt denn noch bei Miles & More? Ihr könnt ja unten hier Hurra schreien oder ein Like dafür geben. Dann haben wir bei Miles & More wieder eine Verkaufsaktion an Meilen mit 50% Bonus über das Bundle-System, Bonus 50%, Preis 1,17 bis 1,22 Cent pro Meile. Limit sind 250.000 Meilen pro Jahr, oft nur für neue Käufer, das ist halt das Problem. Und die Frage ist, ob es sinnvoll ist, die Meilen zu kaufen. Auch hier gilt nur, wenn ihr einen Use Case habt für die Meilen, dann macht das einen Vorteil, wird Loyalty halt immer mehr zum Businessmodell, damit ist es halt wirklich auch ein Punkt. Interessant ist übrigens auch, ich habe gestern die Scheißhaus-Parole gehört, gelesen, weiß ich gar nicht mehr, dass Lufthansa die First Class auch nur noch für Senator und Honzöcke freischalten will. Das ist natürlich auch eine interessante Sache. Ja, die Frage, die ich euch stelle, ist ganz klar, habt ihr schon mal dieses Bundle & Go oder Meilen grundsätzlich gekauft? Als Fazit können wir natürlich sagen, Regulierung versus Realität. Das EES-System ist natürlich gut gemeint, aber schlecht umgesetzt, weil es uns auch als europäische Bürger wieder, ich sage jetzt mal, in unserer Reisefreiheit einschränkt. Weil ich sage mal so, warum sollen wir 2 Stunden warten, wenn wir normalerweise durchgehen können? Man könnte ja auch sowas machen wie in den USA mit Trusted Traveler oder so weiter. Operative Instabilität bleibt halt wirklich ein Top-Thema. Südamerika wird auch strategisch immer wichtiger, auch Venezuela jetzt, nachdem es da wieder so ein bisschen Morgenluft gibt. Aber die Meilenprogramme und die Loyalty-Programme verändern sich wirklich, weil es wirklich weniger echte Rewards gibt. Das ist halt nicht mehr das alte Programm wie früher, 10 Kaffee gekauft, einen umsonst oder 10-mal die Strecke geflogen, einmal die Strecke dann kostenlos fliegen. So war ja die Idee. Heißt also, dass es da vielleicht auch wieder eine Wandlung braucht und natürlich auch die Artificial Intelligence oder die KI, die die Kunden mehr zu Beschwerden treibt. Also insofern da ein durchwachsenes Fazit zur heutigen Sendung. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber natürlich auch zu kommentieren. Wichtig ist auch, dass ihr die Fragen des Tages beantwortet. Und ich würde einfach mal sagen, sammelt ihr noch Miles & More und würde ich nach Venezuela filmen. Was denkt ihr? Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich wünsche euch einen Happy 4th of New July, also hier zum amerikanischen Unabhängigkeitstag. Wir haben hier kurz vor 9 Uhr morgens in Kalifornien. Ich freue mich schon auf das Feuerwerk, was wir nachher haben, hier im Park Hyatt Aviara um die Ecke. Nee, Aviara oder in Legoland. Ich bin noch nicht ganz klar, zu welchen ich gehe. Also insofern lasse ich da meine Zwillinge entscheiden und ich glaube, die werden sich für Legoland entscheiden. Ich hoffe nicht, dass das ein falscher Fehler ist. Also in dem Sinne, danke euch und bis zur nächsten Sendung. Ciao.